wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Ersteindruck der Fujifilm X-H2S. Ich bin ja schon, für manche wissen das vielleicht, schon seit Jahren Fujifilm-Nutzer. Ich habe ja aktuell die X-T4. Ich habe auch die X-Pro 1, die X-H1, die X-T2, die X-M1 besessen, also von alt bis neu, so durch die Bank weg, hat mir Fujifilm immer sehr, sehr viel zugesagt. Ich habe zuletzt die Fujifilm X-H1 besessen, bevor die X-T4 gekommen ist. Die X-H1 habe ich nur ausgetauscht wegen Klappdisplay und besserem Autofokus. Ansonsten hat mir nämlich die X-H1 sehr gut gefallen. Der Griff war super, generell die Größe, die Stabilisierung. Alles hat mir gefallen, nur der Autofokus nicht. Und jetzt kommt die X-H2S, bringt das alte Design zurück mit ein paar Veränderungen und besserem Autofokus, neuen Features, und ich bin happy. Um es kurz zu machen, ich bin happy damit. Der Autofokus ist für mich endlich da, wo er sein sollte für eine professionelle Kamera. Ich habe halt jetzt seit Jahren Sony und Fuji genutzt und ich werde jetzt meine Sony abgeben mit ein paar Sachen habe ich schon verkauft. Ich habe sowohl das Weitwinkel schon verkauft, das 17-28 Tamron, als auch 200-600. Jetzt geht noch das 24-70 weg, das 85-1.8 von Viltrox geht weg und der Body selber geht weg. Und da muss ich echt sagen, so ein bisschen endlich. So, ich habe die Sony nie gern genutzt, weil der Body mir nicht zugesagt hat. Also wirklich, ich hatte einfach keinen Spaß gemacht, sie zu benutzen. Es war halt immer nur, okay, Arbeit muss gemacht werden. So, ich nehme dich mit, weil ich weiß, Autofokus sitzt, Lowlight ist okay. Und das hatte ich halt bei der X-T4 nie. Der Autofokus war nie da, wo ich sagen konnte, okay, ich kann mich jetzt darauf verlassen, wenn ich halt jetzt für meine Arbeit was machen muss, wo gibt es halt nur eine Chance. Da will man halt nicht, was heißt will man? Da kannst du halt nicht einfach Sachen 10-mal machen. So, ich habe jetzt zuletzt ein Event begleitet bei mir auf der Arbeit und es wäre halt einfach ein Riesenproblem gewesen, das mit der X-T4 zu machen, weil da der Autofokus muss halt in den Situationen, wo ich da unterwegs war, muss er halt sitzen. So, und da konnte ich nie der X-T4 so vertrauen, wie ich der Sony vertrauen konnte. Und jetzt, nach einer Woche Testen, nach etwas über einer Woche Testen, habe ich so viel Vertrauen in die X-H2S, dass ich sagen kann, ich kann die Sony besten Gewissens abgeben. Mich filmt jetzt hier zum Beispiel aktuell ein Viltrox-Objektiv, 23 mm 1.4, die Empfindlichkeit auf 0, also die höchste Empfindlichkeit, und die Geschwindigkeit auf -1. Und so rein vom Look, so, es verfolgt mich super. Ich sehe, wenn ich rüber gucke, dass eine kleine Box um mein Auge ist. Ich kann hier Sachen hochhalten, zwar in das kleine mittlere Feld. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich das große Feld dann habe, weil ich bin es immer noch gewohnt, eine Box in der Mitte zu haben, wo ich mich nicht drin bewegen kann. Aber aktuell funktioniert es ganz gut, auch wenn ich mich aus der Box heraus bewege. Denn ich habe schon immer das Problem gehabt, generell bei Augen-Autofokus-Geschichten, dass halt mein Gesicht nicht angenehm ist, wahrscheinlich zu tracken für die Kameras, denn ich habe eine Brille, ich habe einen Bart, also viel von der Kontur vom Gesicht wird bedeckt. Und deswegen habe ich bei der X-T4 nie die Gesichtserkennung bzw. die Augenerkennung angehabt für mich zum Film, sondern ich habe mich nie einfach aus der Box in der Mitte rausbewegt. Und dann hat der Autofokus gut für mich funktioniert. Ich kann mich jetzt hier rausbewegen und es funktioniert eigentlich sehr gut. Also auch von der Schnelligkeit, ich kann nicht meckern. Vor allem halt auch, ne, so, wenn man das so ein bisschen verstanden hat. So, was ich von der X-T4 mitgenommen habe, ist, dass Einstellungen das A und O sind bei Fujifilm, was den Video-Autofokus angeht. Philipp Blum hat ein wahnsinnig gutes Video damit gemacht. Er hat ganz viele verschiedene Objektive getestet von Fujifilm, auch Viltrox-Objektive, noch mit dem alten Firmware-Update, muss man dazu sagen. Aber jetzt mit den, Viltrox hat neue Firmware-Updates und die Kamera jetzt macht jetzt ihr Übriges. Also ich bin mehr als happy mit der Performance, die ich hier bekomme. Und das löst halt ein echt großes Problem für mich, denn halt irgendwie 2 Sets an Kameras, also ihr wisst ja, was ich hier mache auf YouTube, ne? Also ich benutze halt die Kameras. Wo komme ich überhaupt her? Wenn ihr mich nicht kennt, was mache ich überhaupt? Ich bin eigentlich Cutter beim Kanal Pizmeet auf YouTube und ich begleite aber sowas wie unsere lokalen Aufnahmen mit meinen Kameras, beziehungsweise ich war bei einem Roadtrip dabei, ich begleite Events und privat, beziehungsweise als Hobby oder hier als nebenberufliche Sache, mache ich den YouTube-Kanal Foto, Video und habe halt den besonderen Fall, dass ich dass ich Videos mache vom Fotografieren und habe halt dann eine Kamera, die mich filmt und während ich Fotos mache.
So, jahrelang habe ich dafür die Sony genommen, perfekter Autofokus, alles super. Die hat mich gefilmt, ich habe mit der Fuji Fotos gemacht, alles tutti. Dann bin ich auf Wildlife gegangen, dann habe ich auf einmal, weil der Wildlife, weil Autofokus-Fotos nicht so gut war bei der Fuji, habe ich auf einmal mit der Sony fotografiert und musste dann mit der Fuji filmen. Ja, da war der Autofokus nicht so geil und dementsprechend hat sich so ein bisschen irgendwie ergeben, dass ich 2 Sets an Objektiven habe. Und das ist scheiße, weil das ist erstens ein Haufen Geld, das ist ein Haufen Platz und das ist immer ein bisschen Kopfschmerzen und Mitschleppen, weil man weiß ja nie, ne? Du nimmst halt doch beide Standardzooms mit, weil kann ja sein, du tauschst dann wieder aus. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ein geschlossenes System. Ich habe jetzt meine Standardzooms, ich habe meine Festbrennweiten. Beides kann ich an beiden Bodies verwenden. Die Bodies sind so ähnlich vom Bild, dass ich mir keine Gedanken machen muss, die zu matchen. Also ich filme zwar jetzt hier aktuell den F-Log 2, was das neue Farbprofil ist und nicht wie bei der X-T4 in F-Log 1, aber ich habe geguckt, ich habe da mir eine eigene LUT gemacht, die ich immer auf F-Log 1 angewendet habe. Die kann ich auch mit ein bisschen Kontrastanpassung auf F-Log 2 anwenden. Also das macht mir da das Leben einfacher und es ist einfach alles viel einfacher. Ich habe jetzt zwar hier eine andere Speicherkarte, ne? Hier kommen jetzt CF Express Karten Typ B rein, aber das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Ich habe trotzdem noch einen SD-Kartenslot, auch okay. Die Kamera kann jetzt theoretisch 6K in 3:2. Ist vielleicht eine Sache, die ich nicht so oft nutzen werde, weil halt einfach 3:2, komisches Format. Ich könnte zuschneiden, habe dann irgendwie 4,8K, aber so mir die Mühe dazu machen und die höheren Datenmengen und sowas, ich weiß nicht. Aktuell befinde ich mich jetzt hier in 4K 25 und bin damit eigentlich ganz happy. Womit ich nicht so ganz happy bin, ist der Body. Ich habe zwar gerade gesagt, ich habe die XH1 geliebt, vor allem halt wegen auch Griff und so und Ergonomie. Die XH2 sieht ähnlich aus und auf ersten Blick sieht auch der Griff genauso aus, der Shutterbutton aber der Body ist irgendwie kleiner. So, ich meine, ich habe ja auch das Objektiv schon, das 1655 an der XH1 genutzt und hatte damit nie Probleme. Zumindest das wäre mir sofort aufgefallen. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe auch noch bestimmt Videomaterial, wie ich die Kamera in der Hand halte. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Griff so nah am Objektiv war, dass mein Knöchel über die Riffelung vom Blendenring drüber geschrubbt ist. Das ist nämlich, ich bin jetzt gestern einen halben Tag damit unterwegs gewesen, auch mit Zoom-Objektiv und so. Und das sind echt körperliche Schmerzen, die ich hier erfahre durch die Fuji. Also das habe ich bei der XH1 nie gehabt. Die XH1 habe ich ein ganzes Jahr lang benutzt. Und ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich mir gedacht habe, oh scheiße, also das tut echt weh, wenn ich die in Händen halte, weil ich einfach immer wieder versehentlich mit dem Knöchel rankomme. Dementsprechend so viel größer, weil ja immer Leute sagen, oh XH2S, Riesenbody und sowas und muss man sich dran gewöhnen, finde ich gar nicht. Ist immer noch ein kleiner Body. Ich persönlich rutschte auch wieder bei der XT4 immer noch mit einem kleinen Finger drüber. Das habe ich auch bei der XH1 auch gehabt. Ich habe halt große Hände, das weiß ich. Aber das ist halt was mich, das war so ein bisschen der Grund, warum ich auch von Sony weggegangen ist, weil da habe ich dasselbe. Der Griff ist zu nah an Objektiven für mich und ich reibe da einfach mit den Knöcheln dran. Und bei Fuji ist es jetzt immer eine Ecke schlimmer gefühlt, weil halt einfach hier der Blendenring ist und der ist so geriffelt. Betrifft nur das Objektiv, das 50, 140, 2.8, kein Problem. Die Festbrennweiten, gar kein Problem. Ist jetzt aktuell nur das Objektiv. Ich beobachte das mal, wie das jetzt nach der Woche wird, wo ich die auf einem Job nutze. Aber interessante Feststellung an der Stelle. Auch so die neue Bedienung, ne, hier, ihr kennt ja Fuji, geile Drehräder, alles ein bisschen clicky. Gibt es halt bei der XH2S nicht mehr. Setzt es halt auf diese Standardbedienung. Ist halt insofern ungewohnt, weil halt hier viel Muscle Memory dabei ist. Ne? Auch Fokusschalter vorn. Ich habe es so oft jetzt gemerkt bei der XH2S, dass ich einfach über diesen Fokusschalter, wo halt, ich weiß halt ganz genau, unten manueller Fokus, in der Mitte kontinuierlicher und oben der Single-Autofokus. Und das ist halt einfach so, das ist halt so ein Griff, den mache ich dann halt auch einfach ab und zu mal zwischendurch, weil ich gucken will, wo steht der, alles klar. Und das habe ich nicht mehr und ich habe mich so oft dabei erwischt, wie ich einfach über diesen Knopf drüber rutsche. Naja, ist eine Gewöhnungssache. Ist halt jetzt ein Schritt mehr. Ich weiß nicht, warum der überhaupt weggegangen ist. So, den hätten sie doch da lassen können. Weil jetzt musst du den Knopf halt drücken und im D-Pad auswählen und dann bestätigen. Und es sind da 2 Knöpfe mehr, was ich halt irgendwie ein bisschen doof finde. Ansonsten Display oben, ja, das war halt immer nett bei der XH1 schon.
ist halt okay. Es gibt jetzt einen ISO-Knopf. Das ist das Gute an der Umstellung. Bei der normalen Bedienung gibt es ja ein ISO-Rad, wo du halt ein A drauf hast für automatischen ISO und da 160, 200, 320, 400 und so weiter. Das ist okay. Immerhin ist es ein Knopf geworden. Also ich kann den direkt drücken, bin in der ISO-Auswahl. Das geht, damit kann ich mich anfreunden. Auch Weißabgleich hat einen Knopf bekommen und das ist jetzt nicht irgendwo hinten auf dem D-Pad. Da so no hard feelings. Ne? So, das funktioniert gut. Der Shutter-Button ist anders als bei der XH1 noch. Bei der XH1, der war noch ein bisschen empfindlicher. Kann mich aber damit anfreunden, fand den damals schon ziemlich gut. Ja, und jetzt sind wir da. So Bedienung, ne, so ist okay. Ich werde ein bisschen brauchen, um reinzukommen. Aber ich glaube, daran kann ich mich schon irgendwann gewöhnen. Kommen wir vielleicht noch zu den Fotos. Ich war gestern ein bisschen unterwegs, habe auch Fotos gemacht. Ich habe mir das 50-140 geschnappt, habe erstmal eine Objekterkennung. Die Kamera hat jetzt endlich eine Objekterkennung. Das heißt, es können verschiedene Sachen getrackt werden, die man vorher einstellt. Tiere, Vögel, Züge, Flugzeuge, Motorräder, Schrägstrich Fahrräder und Autos, glaube ich. Und wenn man das ausschaltet und die Gesichtserkennung anmacht, dementsprechend Menschen. Ich bin sehr positiv überrascht von der Objekterkennung, sowohl von den Vögeln, wo recht weit der Kopf getrackt wird, nicht unbedingt das Auge, aber der Kopf. Das hat gut funktioniert, auch manchmal der ganze Körper. Dann gibt es auch mal 1, 2 Treffer, die dann halt auf dem Körper liegen und nicht auf dem Gesicht bzw. dem Auge des Vogels. Ich habe jetzt die Kamera gerade mal eine Woche, deswegen sind jetzt nicht die exotischsten Tiere, es sind halt Enten und Blässhühner. Aber das, was ich hatte, hat gut funktioniert. Die Enten, knackscharfe Bilder. Die Blässhühner wurden halt hauptsächlich die Köpfe getrackt, aber die waren halt so weit weg, dass es dann im Fokus ist. Das hat gut funktioniert und ich war überrascht bei Menschen. Ich habe hier ein Bild gemacht von Leuten auf dem Boot und die waren so unfassbar weit weg. Da wurden nicht die Köpfe erkannt, da wurden aber die Menschen an sich im Ganzen erkannt. Das hat mich beeindruckt, verwundert ein bisschen, aber auch beeindruckt. Ich habe dann noch irgendwie, als ich auf dem Wanderparkplatz war, Richtung Fahrräder mal gezielt. Das habe ich halt nicht aufgenommen oder beziehungsweise Fotos gemacht. Aber auch in weiter Entfernung Fahrräder beziehungsweise Motorräder wurden super erkannt. Also das funktioniert überraschend gut. Ich bin ein bisschen erschrocken, wie gut das funktioniert. Klar gibt es auch noch die typischen Fujifilm-Fehler. Gesichtserkennung vor allem. Mein Mikrofon, was ich hinten am Schreibtisch habe, das hat einfach immer ein Gesicht. Das ist nicht nur so aus Versehen, eventuell mal, sondern das ist halt einfach jedes Mal, wenn ich es draufhalte, ist es ein Gesicht für die Kamera. Das ist halt so. Auch so kleinere Lücken. Ich habe irgendwie meine Katzen fotografiert und so kleinere Lücken, wenn da das Bein irgendwie komisch liegt, das ist dann halt auf einmal der Kopf, wo der Fokus liegt. Das passiert halt. Aber so im Allgemeinen habe ich nichts zu meckern. Der ist einfach fantastisch. Ich mag den Shutter. Ja, der war schon bei der XH1, war der erste ruhige Shutter. Die XT4 ist noch leiser und ich habe gefühlt, dass die die XH2S, dass die noch leiser ist und vor allem Silent Shutter. Oh, endlich. Und ich kann einen Ton einstellen dafür. Sony wollte ich das immer haben. Ich wollte einen Silent Shutter, habe ich so gern genutzt, aber ich habe halt keinen. Ich brauche das halt so ein bisschen. Ich brauche halt wenigstens ein akustisches Feedback, dass ich ein Foto gemacht habe. Und das hatte ich dann nie. Und das habe ich jetzt endlich. Aber ja, das ist mein erster Eindruck. Fotos gut, Autofokus gut, Video gut. Dynamic Range kann man noch mal ganz kurz. Ich war im Park, habe ein bisschen gefilmt. F-Log 1, F-Log 2. Der ISO ist jetzt halt höher, von 640 auf 1250 hoch. Das ist jetzt weniger ein Problem für Landschaft, das ist mehr ein Problem für die Sachen, die ich filme, weil ich halt ich mag das optisch, wenn man bei 1,4 filmt. Das könnte halt in wirklichem krassen Sonnenlicht, da muss ich halt wegen ND-Filter echt mal gucken. Mein ND-Filter geht halt bis 1000, ich habe einen ND2 bis 1000. Ich habe schon mich erkundigt, es gibt halt ND2 bis 2000, die halt nutzbar sind bis 1800 ungefähr, weil es gibt ja dann dieses X-Pattern. Da werde ich mal gucken müssen, weil das könnte echt im Sonnenlicht ein Problem werden. Ansonsten Dynamic Range habe ich aber nicht so den krassen. Vielleicht sind es auch nicht die besten Beispiele jetzt gewesen. Wie gesagt, wenig Zeit mit der Kamera, aber ich möchte gerne meine Gedanken dazu teilen. Dynamic Range ist besser. Mir gefällt das Bild, was aus der Kamera rauskommt, auch besser als bei der XT4. Also ich kann nicht genau den Daumen drauf legen, wieso. Also es sind teilweise ein Ticken die Farben. Wie gesagt,
ich kann meine LUTs, die ich für F-Log 1 gemacht habe, auch bei F-Log 2 verwenden, mit ein bisschen Kontrastanpassung. Das funktioniert ja gut. Aber so ansonsten Dynamic Range mag ein Ticken besser sein. Ich habe noch ein kleines Problem mit den Highlights. Ich habe ja hier die Szene, ne, Wald, Wasser und sowas. Und rechts der Baum, die Sonne, die da drauf fällt, die gefällt mir. Also optisch sieht das halt irgendwie nicht richtig aus. Als wenn da die Highlights zu weit zurückgedreht sind. Wenn ich die aber hochnehme, ist halt links unten, dann wieder zu weiß. Und vielleicht muss ich da mal ein bisschen gucken. Ist natürlich auch wieder eine Lernkurve, ne? Neue Kamera, neue Farbprofile. Da muss ich dann gucken. Ne, das ist eine Sache, glaube ich, wo ich mich ein bisschen reinfuchsen werde. Vor allem Run and Gun muss ich mal gucken, wie praktisch es ist, in F-Log da zu filmen. Ich würde es gern machen, aber da einfach mal gucken. Das wird sich auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen ergeben. Wie gesagt, Reise, Trip. Ich werde sehr viel mit der Kamera arbeiten. Ich werde sehr viele Fotos machen, sehr viele Videos machen. Ich werde wahrscheinlich die Wetterfestigkeit schon prüfen. Wird interessant. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, der kleine Ersteindruck hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, unten Fragen rein, die ich dann in dem nachfolgenden Video nach dem hier, nach den 2 Wochen machen werde, wenn dann halt mehr Bilder da sind, mehr Material da sind und mehr Erfahrung da ist mit der Kamera. Und ja, bei Fragen haut die unten rein. Ich versuche die so gut es geht zu beantworten. Und wir hören uns dann in dem Video wieder. Macht es gut. Haut drin und tschö.